Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein ganz besonderes Rezept aus Finnland für euch, für solche leckere Schokobrötchen. Diese Schokobrötchen werden bei uns in Finnland zum 13. Februar gebacken, zum Laskiainen, und die heißen Laskiaispulla. Die süßen Schokobrötchen sind mit Frischkäsecreme und Haselnusscreme befüllt und die sind sehr fluffig und lecker. Lasst uns mit dem Rezept anfangen. Für den Hefeteig brauchst du Mehl, Backkakao, Zucker, frische Hefe, Kardemommkapseln, weiche Butter und Milch mit Joghurt. Das habe ich schon hier vermischt. Als erstes werde ich etwas Mehl in eine große Schüssel geben. Nicht das ganze Mehl, nur den Boden von Schüssel bedecken, dann den Zucker dazugeben und den Hefe drüber streuen. Dann den warmen Joghurt und Milchmischung darüber gießen, mit einer Küchentuch bedecken und 15 Minuten ruhen lassen, so dass die Hefe schon etwas aufgeht. Wenn du auch Kardemommkapseln verwendest und nicht fertig gemahlene Kardamom, dann kannst du in dieser Zeit den Kardamom noch mahlen. Einfach den Kardamom aus den Kapseln entfernen und fein mahlen. Dann kannst du den Kardamom erst zur Seite legen. Nach 15 Minuten sieht die Mischung so aus, die Hefe ist leicht aufgegangen. Jetzt kurz das Ganze vermischen und danach den ganzen Mehl dazugeben, den Backkakao und den gemahlenen Kardamom. Erst das Ganze kurz mit dem Gabel vermischen und danach mit den Händen mindestens 5 Minuten den Teig kneten. Danach das weiche Butter dazugeben und den Teig 10 bis 15 Minuten weiter kneten. Natürlich kannst du den Teig auch in einer Küchenmaschine kneten. Ich wollte nur zeigen, wie das auch mit den Händen ganz ohne Küchenmaschine geht. Der Teig ist fertig, wenn es so elastisch wird. Es klebt nicht mehr an den Schüssel und es bleibt auch an den Händen nicht so stark kleben. Dann mit etwas Mehl bestäuben, wieder bedecken und auf einem warmen Ort mindestens eine Stunde gehen lassen. Nach einer Stunde sollte der Teig schön aufgegangen sein und so schön aussehen wie bei mir hier. Es sollte mindestens doppelt aufgegangen sein. Dann die Arbeitsfläche gut mit Mehl bedecken, den Teig draufgeben und etwa 5 Minuten kneten, so dass der Teig schön glatt wird, es bleibt nicht mehr kleben und es formt so einen schönen glatten Teigkugel. Dann den Teigkugel in 2 gleich große Stücke teilen und jeden Stück so länglich ausrollen, danach wieder halbieren und jeden Stück in 3 Teile schneiden. Somit haben wir am Ende 12 gleich große Teigbällchen. Jetzt wird jeder von diesen Teigbällchen nochmal geknetet. Am Anfang kannst du etwas Mehl auf die Arbeitsfläche geben, so dass es nicht klebt, und einfach so kneten, wie ich hier im Video zeige, so dass die Oberfläche schön glatt wird. Dann den Teigkugel drehen, die Arbeitsfläche vom Mehl befreien und so rollen. Dann wird auch die andere Seite schön glatt und der Teigkugel wird schön rund. Danach den Teigkugel auf ein mit Backpapier bedecktes Backblech legen und mit dem Rest von Teig wiederholen. Die fertigen Teigkugeln bedecken und auf einem warmen Ort 30 Minuten gehen lassen. Danach mit etwas Milch oder Ei bepinseln und nach den Backanleitungen backen lassen. Die ganzen Backanleitungen findest du unten im Videobeschreibung. Danach die Schokobrötchen komplett abkühlen lassen und erst dann befüllen. Für die Cremefüllung brauchst du Frischkäse, Puderzucker, Backkakao, Schlagsahne, Vanillezucker,
und Sahnesteig. Erst werde ich die Vanillezucker und Sahnesteig vermischen. Dann werde ich die Schlagsahne kurz auf niedriger Stufe aufschlagen und nach den Vanillezucker und Sahnesteig-Mischung dazugeben. Und danach werde ich auf der höchsten Stufe die Schlagsahne steif schlagen. Danach die Schlagsahne erst zur Seite legen, den Frischkäse in eine große Schüssel geben mit Puderzucker und Backkakao und kurz mit dem Mixer schlagen. Nur ganz kurz schlagen, bis alles sich vermischt hat und die Mischung so schön cremig geworden ist. Dann etwa Hälfte von Schlagsahne dazugeben und mit dem Spatel mixen, bis es fast vermischt ist. Danach den Rest von Schlagsahne dazugeben und so lange mischen, bis alles schön vermischt ist. Ich mixe den Schlagsahne mit dem Spatel, weil ich finde, dass der Creme so schön luftig bleibt. Dann, wenn der Creme fertig ist, können wir auch die Brötchen vorbereiten. So wie ich hier im Video zeige, wird ein kleines Stück von der oberen Seite so abgeschnitten und dann werden die Brötchen mit der Creme befüllt. Ich habe den Creme in einen Spritzbeutel mit Spritzstühlen befüllt. Ich gebe den Creme so auf dem Rand, so dass in der Mitte so eine kleine Delle bleibt, weil ich noch etwas Haselnusscreme dazugeben will und hier ist ein perfekter Platz für den Haselnusscreme. Dann noch die abgeschnittene Teil draufsetzen und die leckeren Schokobrötchen sind fertig. Ich habe für den Haselnusscreme eine fertige Haselnusscreme verwendet. Du könntest anstatt aber auch eine Schokocreme verwenden, Karamell, Soße oder eine Marmelade. Die fertigen Brötchen noch mit etwas Puderzucker dekorieren und danach sind die fertig zum Servieren. Die Kombination aus luftigen Schokobrötchen, schokoladiger Füllung und Haselnusscreme ist einfach himmlisch. Lass sie dir schmecken! Ich hoffe, dir hat mein finnisches Rezept gefallen und auch, dass dir die Laskiaispulla vor allem gefallen haben und dass du den Rezept auch ausprobieren werdest. Wie gesagt, bei uns wird Laskiainen im Februar gefeiert. Dieses Jahr wollte ich eine Schoko-Variante mit euch teilen, aber es gibt auch eine zweite Variante von mir für diese leckere süße Brötchen und den werde ich für euch hier verlinken. Wenn dir mein Rezept gefallen hat, vergiss nicht den Daumen nach oben zu geben und wenn du neu bei meinem Kanal bist, kannst du jetzt abonnieren, um keine neuen leckeren Rezepte zu verpassen. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.